Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein, denn wir haben es geschafft, endlich einen Heimsieg. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da für dieses Video, würde mich sehr supporten. Steckt wieder viel Arbeit hinter. Ganz, ganz wichtig, ab 99 Cent kann man Mitglied werden. Das würde mich riesig supporten und auch Stadionvlogs und so weiter unterstützen. Dankeschön an jeden, der das macht, und damit starten wir dann rein. Ja. Es war ein geiles Spiel, muss man ja einfach mal ganz ehrlich so sagen. Wir gehen direkt rein in die Analyse zur ersten Halbzeit. Köln startet gut in das Spiel und kann direkt zeigen, dass sie eine spielstarke Mannschaft sind. Das hat man direkt gemerkt. Ich habe das, glaube ich, im Stadionvlog ganz gut zusammengefasst. Köln hat sehr, sehr hoch gepresst direkt zum Anfang. Viele Ecken haben sie auch bekommen. Ich glaube, im Endeffekt waren es 14 oder 15. Das ist verrückt. Aber ja, wir haben eine gute Verteidigung gezeigt. Vor allem, wir kamen kaum ins Spiel. Dann aber hatten wir auf einmal eine Chance und dann hat direkt Armstrong getroffen, stand perfekt da, wo er als Stürmer stehen muss. Jedoch steht er leider dann im Abseits in der 18. Minute. Danach kommen wir wieder ein bisschen besser ins Spiel. Nach dem Abseitstreffer hat man gemerkt, es gibt so einen Aufschwung. Wir haben wieder gute Leistungen gezeigt und auch die Chancen gehabt, dann nochmal zu treffen. Leider nicht effizient genug zu Ende gespielt und dadurch hat es auch dann keine Großchance mehr. Ja. Dann war Köln auch weiterhin die bessere Mannschaft, muss man ganz ehrlich so sagen. Sie haben auch gute Chancen bekommen. Unsere Verteidigung hat aber, wie gesagt, sehr, sehr gut verteidigt. Und hat auch nichts zugelassen. Also eine prägende Situation, wie ich fand, wo Meiner vorm Tor steht und er eigentlich nur noch reinschieben muss. Reimann hätte den sehr wahrscheinlich nicht gehabt. Matthiesen kommt auf von 5 Metern Entfernung und grätscht rein, als kenne er nichts. Ja, das sind so welche Szenen, die wirklich so ein Spiel schon gut erklären, wieso dann solche Spiele gewinnst. Und deswegen auch dann eine saubere Aktion von Matthiesen. Ecke dann, aber auch die wurde geklärt. Ja, in der zweiten Halbzeit muss man sagen, wir sind besser aus der Partie gekommen. Und haben hochgepresst. Und haben dann auch das Spiel so gut wie in die eigene Hand genommen. Was sehr, sehr gut war. Und ja. Dann kam ein geschossener Freischuss und der war perfekt geschossen. Von Artig müsste das gewesen sein. Und dann köpft Heber den Ball ins Tor. Und da war wirklich bei mir komplett vorbei. Das hat mich unter anderem für Heber sehr gefreut. Unter anderem hat es mich auch sehr verwirrt, weil ich Heber eigentlich gar nicht so gut im Spiel gesehen habe. Hat aber auch einige gute Aktionen gehabt. Viele Fehlpässe, so wie immer. Bisschen drin gehabt, ein paar unnötige. Aber grundsätzlich hat er ein gutes Spiel gezeigt. Und dann haut er da auch noch einen Kopfball rein und das war so wichtig für die Mannschaft. Du hast gesehen, es gab einen unglaublichen Aufschwung. Eine blau-weiße Party hat begonnen und da war ich mir auch schon sicher, wenn wir das jetzt aus der Hand geben, dann gewinnen wir wirklich gefühlt nie wieder ein Heimspiel. Also das war wirklich schon so ein prägender Moment. Dann nach der 14. Ecke von Köln setzt man ein Konter an. Und das habe ich schon davor gesagt. Du musst irgendwann auch nach einer Ecke einen Konter kriegen, sonst kriegst du irgendwann einen Ball ins Tor. Und das haben wir gekriegt. Kars dann wieder mit einem sehr, sehr guten Laufweg. Das kann er so unglaublich gut. Lenkt 3 Spieler auf sich. Passt dann auf Loric, der perfekt in der Lücke steht. Der Ball wird dann noch geblockt. Aber dann kann Mohamed Erankuri dann auch treffen. Ja, und dann den Rest verteidigen wir ganz gut. Köln macht kaum noch Druck, weil sie auch nicht völlig durchkommen. Und dann kommt ein Ball auf Loric, den er perfekt wieder, so wie ähnlich wie gegen Kaiserslautern, mit einem perfekten Volley ins rechte Eck schweißt. Ja, in der 92. Minute. Danach ist dann nichts mehr passiert. Es gab 8 Minuten Nachspielzeit. Sonst war nichts da. Ja, und damit hast du dir einen verdienten Sieg von Effizienz auf jeden Fall geholt. Nach fast einem Jahr ohne Heimspielsieg. Ey, das war wirklich so unglaubliche Emotionen, die man da gespürt hat. Es ist endlich passiert. Ein Heimsieg und dann auch gegen den Tabellenführer aus Köln. Unglaublich. Ich glaube, das sind die besten Worte, die es aktuell beschreiben können. Ich persönlich am Sonntag habe immer noch unglaubliche Glücksgefühle, dass wir das gepackt haben. Ne? Es wurde so Zeit. Man zeigt ein unglaublich gutes Spiel mit einer sehr guten Abwehrleistung unserer Mannschaft und zudem einer sehr effizienten Offensive. Die Jungs haben sich die 3 Punkte erkämpft und sich endlich auch mal zu Hause belohnt. Weil es in Karlsruhe weitergeht, kann man sich den Klassenerhalt sichern. Und vor allem kann man langsam mit dem Träumen vom Meer beginnen. 3 Punkte gegen Karlsruhe, dann hätten wir die 40er-Marke überschritten. Man hat jetzt wahrscheinlich schon den Klassenerhalt. Wir gehen Step nach Step. Aber es könnte in Karlsruhe finalisiert werden und dann
kann man das erste Mal richtig feiern nach dem 23. Spieltag. Aber damit kommen wir zu den Spielernoten. Man sieht hier schon ein paar Jungs, 2 Jungs, die nicht bewertet wurden, aber das Bild war einfach geil. Und dann ein Heber, der ein gutes Spiel gezeigt hat, muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Sonst, das letzte Mal hat er eine 5 bekommen gegen Nürnberg, war damit der schlechteste Spieler. Die kann ich jetzt versichern, hat er auf jeden Fall diesmal nicht bekommen. Verständlicherweise muss man dazu auch dann mal sagen. Ja, 5 bis 6,0 gab es nicht. Diesmal auch kein Heber. Ja, den Witz musste man reinbringen. Ich musste lachen, als Heber den Ball da reingehauen hat, ne? Weil ich davor noch ein Video gemacht habe, ob den Heber aus der Startelf raus sollte. Und dann haut er da einen rein und macht ein gutes Spiel. Ja, so reagiert man auf Kritiker und da hat er auch gut auf mich reagiert. Auf dann im Endeffekt die Scheiße, die man da gelabert hat, dass Heber zu schlecht ist für die Startelf. Ja, es tut mir leid. 4,0 bis 4,5 haben wir Philipp Herrscher. Der hat mir heute nicht gut gefallen. Er kam rein, hat kaum was gebracht. 4,0 ist ja immer die Note, die Standardnote. Also wenn du im Endeffekt nichts Gutes gemacht hast, aber auch nichts Schlechtes, du warst halt da. Und das war bei Herrscher wieder so. Hat er auch gegen Nürnberg keine gute Partie gezeigt, meiner Meinung nach. Hat jetzt 2 schwächere Partien geliefert. Auch Schalke war nicht ganz so gut, aber noch gut. Genug für die Startelf. Jetzt wird es sehr schwierig. Loric presst natürlich auf seine Position und er hat jetzt schon nicht gespielt, weil Carsten den Platz eingenommen hat. Ja, es wird schwer für ihn die nächsten Wochen werden, dass er sich durchsetzt. Aber er ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Mannschaft. Er hat 6 Tore geschossen und dass er dann nicht spielen darf, ist schon krass. Aber ich denke mal, Loric wird jetzt den Vorzug bekommen nach seiner krassen Leistung, muss man auch sagen. Aber der wird ja nicht benotet, weil wir nur 30 Minuten mindestens bewerten. Sonst wäre er wahrscheinlich Man of the Match. Ja, 3,0 bis 3,5. Alexander Ermsmann hat von mir eine glatte 3 bekommen, wie auch beim letzten Spieltag. Ich fand ihn gut. Er hat mir gut gefallen. Er hat mit seiner körperlichen Art sehr, sehr viel gezeigt. Hat er unglaublich gut gemacht. Die Bälle schön abgeblockt, schön abgelegt. Ja, genau das, was man von ihm erwartet hat. Gutes Spiel, hätte zudem fast noch ein Tor gemacht. Ja, guter Auftritt für ein Startelf-Debüt. 3,0 ist Silas Gnaka, ja, so wie immer. Der Mittelfeldakteur hat er gut gemacht. Gute Pässe wieder gespielt. Hat diesmal auch mehr Stabilität, meiner Meinung nach, gezeigt. Und dann haben wir noch eine 3,0 bei John Hügon. Nee. Ja, wahrscheinlich der schlechteste Innenverteidiger des Spieltags. Ja. Muss man aber auch dazu sagen, er hat gut verteidigt. Bloß, er hat jetzt nichts Besonderes gemacht. Ich fand da Matthiesen und Heber durchaus noch besser als John Hugonet. Ja, damit kommen wir zu einer längeren Liste. 7 Spieler haben die 2,0 bis 2,5 bekommen. Livan Bocho ist der Erste, der hat die Kölner schwindelig gespielt. Ja, dann kannst du auch eine 2,5 bekommen. Barisch Artig, genau das Gleiche. Bloß die erste Halbzeit war schwach, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr nervös hat er gewirkt und ja, dann kriegt man nur 2,5. 2,5 auch für Alexander Neuenberger, der hat sich unglaublich entwickelt, meiner Meinung nach. In der ersten Halbzeit habe ich gesagt, das ist der Man of the Match für mich aktuell. Wirklich unglaubliches Dribbling. Er hat es echt gezeigt und dass er auch in die Startelf gehört. Nach der ganzen Kritik. Respekt. Markus Matthiesen 2,5. Ja, der macht's gut. Was soll ich sagen? Der ist halt die Mauer himself. 2,0 Dominik Reimann, ja zu 0. 2,0 auch Martin Kars, der wieder ein gutes Spiel gezeigt hat. Vor allem das 2-0 geht auf seine Kappe. Und auch 2,0 Mohamed El Khoury, der natürlich mit dem Tor wieder überragt hat. Und dann bekommt man halt eine 2,0. Vor allem, weil er auch sonst ein gutes Spiel gezeigt hat. So wie immer, wenn er spielen darf. Ja, und damit haben wir unser Man of the Match. 1,0 bis 1,5. 1,5 kriegt Daniel Heber von mir. Ich hätte nie gedacht, dass er mal Man of the Match bei mir wird, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sehr, sehr krank. Aber ja, exakt 10 cm ist Daniel Heber kleiner als der Kölner Damien Downs. Doch sein Timing und die Sprungkraft des Magdeburger Verteidigers entschieden das Duell zwischen den beiden. Heber köpfte zum 1:0. Außerdem gewann er fast alle seine Zweikämpfe, 6 von 7, klärte 4-mal und fing 2 Bälle ab. Heber war eine Instanz. Es war wohl das beste Spiel des Magdeburgers. Und ja, das kann man genauso unterschreiben. Und das schreibe ich auch persönlich so. Ich habe Heber noch nie so gut körperlich gesehen. Auch wenn er mir am Anfang nicht gefallen hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das habe ich auch direkt gesagt im Stadion-Vlog. Könnt ihr euch auch gerne anschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, würde mich sehr freuen.
Aber man muss im Endeffekt sagen, er hat eine gute Leistung gezeigt und da will ich überhaupt ihm gar nichts absprechen. Das hat er sich verdient, sich da auch mal feiern zu lassen. Damit steht er wieder sicher in der Startelf. Verdienterweise. Und ganz wichtig, so wie immer, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren, so wie immer. Lasst ein Like und ein Abo da. Ja, geiles Spiel. Wir sehen uns wieder gegen Karlsruhe. Und damit lasst gerne auch einen netten Kommentar da. Ab 99. kann man Mitglied werden und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes Restwochenende.